Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Stanley Parable. Vielleicht oder so garantiert hört ihr es. Ich höre mich heute ein bisschen weniger stimmlich an. Das liegt daran, dass ich quasi, sagen wir mal, ich bin heiser. Und zwar, ich bin ziemlich heiser, jetzt schon seit 2 Tagen. Und ich habe aber nur ein paar Folgen im Voraus aufgenommen von The Stanley Parable. Das bedeutet, dass ihr mich über die heutige Folge wahrscheinlich wenig reden und viel Tee trinken werden hört. Oder so, falls es Deutsch war. Egal. Gott sei Dank gibt es ja einen Erzähler, der das Großteil übernimmt. Und ich bicke euch deshalb heute auch ein bisschen mehr im Ohr, weil ich deutlich näher ans Mikrofon ran muss. Ist jetzt aber wurscht. Genau. Es gibt ein Ende, wenn mich nicht alles täuscht, dass wir gleich mal schauen können, ob es funktioniert. Und zwar muss ich dafür ins Hauptmenü. Oder auch nicht. Nice. Okay. Okay, muss ich ins Hauptmenü. Muss vielleicht einfach was Spezielles eingeben. Und zwar SV Cheats. But Stanley simply couldn't handle the pressure. What if Nein, das war jetzt nicht richtig. Das war nicht richtig. Ich habe aber die Konsole eingeschalten, die... Ach, egal. Scheiß drauf. Wir machen heute ein anderes Ende. Ich habe mir hier schon eine Tabelle zurechtgelegt für die anderen Enden. Machen wir doch mal das Ende mit dem Namen Heaven. Okay. Dafür, das haben wir eh schon geschaut. Already this was uncomfortable, and Stanley decided that as soon as he found a new space he felt safe in, that he would never leave it again in his life. Dafür muss ich hier nämlich... Hier gibt es so ein paar PCs, und zwar 5 Stück, die einen Input awaiten. Das muss ich einfach machen und dann neu starten. Ja, und ich zeige euch jetzt mal, wo die ganzen sind, ohne viel zu reden, weil er redet eh. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Nummer 2. Dann das nächste How ist... wonderful. Stanley was alone. Finally. This is great, he thought to himself. This is what I've wanted all along. I got what I wanted. Das nächste ist... When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Das nächste ist im Boss Office, beim Assistenten-Desk. Steht da Yet there was zumindest. not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Jo. So, und jetzt haben wir nur noch 2. Ich muss kurz trinken. Halsweh und so, wer das kennt. Das kennt wahrscheinlich jeder, das All ist of his nicht nice. co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Kann hier keinen Input reingeben. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Hallo? Habe ich gerade einen Bug? Ich starte nochmal neu. What the fuck? Was ist jetzt los? When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ist das normal? Nein, wahrscheinlich nicht. Ich schau mal, ob jetzt hier irgendwas anders ist. Schaut nicht so aus dann. Ich glaube, ich muss es nochmal von vorne anfangen. Oder ist hier der Already Input? this was uncomfortable, and Stanley decided that as soon as he found a new space he felt safe in, that he would never leave it again in his life. Muss man eher hier klicken, da auf die hintere Seite vom PC. Nice.
Gut, und jetzt wünsche ich euch gleich viel Spaß mit dem nächsten Ende hier in der Stanley Parable. Oh, jetzt verstehe ich, warum es Heaven, also Himmelende heißt. Weil das für den Knöpfchendrücker natürlich das absolute Nonplusultra ist. Ich hoffe, man hört mich jetzt bei dieser lauten Hintergrundmucke überhaupt. Nice. Okay. Ich glaube, hier passiert nicht mehr. Ich restarte deshalb. Falls man jetzt übrigens heute ein bisschen mehr Hintergrundgeräusche, wie wenn ich zum Beispiel jetzt auf den Tisch klopfe, hört, dann tut mir das leid, aber Mikro ist ein bisschen empfindlicher eingestellt heute, weil ich nicht so laut reden kann. Okay, das heißt, wir haben jetzt noch... Was jetzt noch? Okay, wir haben noch 2 Sachen. Okay, nice. Wait, Stanley thought to himself. Am I sure that the orders stopped coming in? How is that possible? They never stopped. Surely I was mistaken. No, the orders were still missing. For now. Scheinbar können wir dieses Heaven-Ende auch jetzt immer und immer wieder machen, aber ist jetzt nicht so meins. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Für allejenigen, die es jetzt wissen wollen, wir gehen jetzt erstmal zum Boss-Office und dann machen wir da was. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Okay. Okay, ich hoffe, ich verstehe das jetzt richtig. Stepping in. Das sollte jetzt aber richtig gewesen sein. Ich glaube, das war jetzt richtig. Weil die Tür hier ist offen. Ja, es war richtig. Die geschlossenen Türen sind jetzt wieder offen. Wir können zurückgehen. Hier ist auch aus. Aus der Perspektive habe ich das auch noch nie gesehen, so zurückgehend. Die Frage ist, wie weit wir jetzt zurück müssen. Ich gehe mal so weit es geht. Oh. Oh, jetzt ist hier die Tür offen. Sehr gut. Okay. Du verlässt jetzt diesen Ort oder so. $760. Escape Pod. Ist das nicht? Doch, das ist das. Aber hier war im Normalfall das, wo man rausspringt, da aus dem Fenster. Und dann... Okay, wir müssen 6 Stockwerke hoch. Machen wir doch einfach mal. Es ist ein bisschen arschig für mich, dass der nichts erzählt. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen reden. Das ist nicht real. Das verwirrt mich jetzt gerade. Das hier.
Alter weh, da kommt jetzt ein Jumpscare. Weil ich möchte nicht laut aufschreien, aber ich weiß genau, dass wenn jetzt irgendwas passiert, dass ich es tun werde und das tut mir dann weh. Es wird auch immer dunkler. Glaube ich zumindest. Ich schau da gar nicht hin. Da ist immer nur dasselbe. Wieder ein Schlückchen trinken. Wir sind fast da. Nächstes Stockwerk. Loungepot. What the fuck? Okay. Okay. Das war jetzt ein bisschen strange. Ist jetzt hier... How wonderful. Stanley was alone. Finally. This is great, he thought to himself. This is what I've wanted all along. I got what I wanted. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Okay. Haben wir immer noch den Heaven... Schau gerade. Nee. Also es gibt, wie gesagt, das habe ich als Kommi bekommen, gerade vorhin erst. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, dieses Baby-Spiel 4 Stunden lang zu spielen. Aber, nee, das mache ich nicht. Das mache ich garantiert nicht. Okay, das kann ich nicht machen, weil das muss ich machen, nachdem ich das Spiel gestartet habe. Das habe ich verschissen heute. Da steht Warning Long drauf. Das heißt, es wird wahrscheinlich ein sehr langes Ende sein. Und das geht jetzt immer aus. Das könnten wir machen. Das... Okay. Ja, machen wir das. Wir müssen jetzt sogar fast bis ans Ende. Aber da kann ich auch gleich was ausprobieren. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Wenn man nämlich beim Boss das Keypad diese 2845 eingeben, bevor der Sprecher hier uns das überhaupt sagt, da passiert auch was Cooles, steht da. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Okay, jetzt schnell sein. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human. Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming New Age music. Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. Nice. Ah ja, das dauert noch ein bisschen. Oh ne, ich glaube, wir sind fast da. Es gibt hier sogar 2 Sachen. Okay, wenn es hier 2 Sachen gibt, dann werde ich kurz jetzt hier abspeichern und euch beide Sachen zeigen. Falls die Folge nicht eine halbe Stunde ist, tut mir das sehr leid, aber es gibt wahrscheinlich noch 1 oder 2 Folgen. Und ich kann echt nicht mehr. Inzwischen tut mir das weh. Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Tut mir leid, falls ihr immer das
meiner T-Taste hört, aber speichern. Also speichern. So. Jetzt gibt es hier nämlich zwei Sachen. Einmal ein Ende und einmal Stanley ein walked straight ahead Secret. through the large door that read Mind Control Facility. Das machen wir gleich, aber erstmal machen wir hier was. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Okay, ich bin ein bisschen verwirrt. Hier steht, ich soll das doch mal drücken. Oder soll ich vielleicht etwas weiter vorgehen? Und dann zurückkommen. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Hier steht, ich soll kurz warten, wenn ich hier bin, dann zurückgehen. Ist ja nice, aber wie lange muss ich da jetzt warten? Oh, so lange. Nice. Jetzt gibt's gleich etwas, was sich sehr lustig anhört, wenn es wirklich so geil ist, wie es sich da anhört auf dem Flipchart. Und zwar Disco. Oder okay. Geil. Ne, ich lade das jetzt hier von gerade eben. Das war aber geil, so ein bisschen Disco. Finde ich schön, aber das war wie gesagt nur so eine Kleinigkeit. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Nein, wir gehen jetzt zum Escape. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Ich glaube dem nicht, aber ich finde es sehr geil, dass der jetzt mal wieder redet, weil so kann ich ein bisschen entspannen. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Noch bin ich nicht tot, noch ist es nur ein Ladescreen. Aber wer weiß, was da jetzt noch kommen wird. Oh, what the fuck. Hä? As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man.
So he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Nein. Haha. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. Wer ist das In a jetzt? single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Oder auch nicht. Was ist das jetzt? And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? Frage ich mich häufig. When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Okay. Ist das jetzt... Ich meine, hier steht, es ist ein Museumende. Heißt das, das ist jetzt quasi so ein Museum für das Stanley Parable? Stanleys Computer. Das ist so quasi eine Anschauung von Modellen und Entwicklersachen, oder? Paintings. Aber die haben wir, glaube ich, nicht alle gesehen oder überhaupt gar keins. Was ist das hier? Office Layout. Ich lese mir das mal durch. Das ist quasi von Stanleys Büro über hier diese zwei Büros und hier zu den zwei Türen, wo, naja, wo die Türen sind, und das wurde eben als erstes gebildet, als erstes gebaut. Korridor. Okay, und es war dem Entwickler auch wichtig, dass man dafür nicht zu lang und nicht zu kurz braucht, bis zu den zwei Türen. Ich denke, hier will das Spiel mich ausnahmsweise mal nicht verarschen. Set of two open doors. Es ist diese zwei Türen und diese Entscheidung ist halt quasi die wichtigste, und von dem geht alles weitere aus. So eine Box. Die Türen. Nice. Button sounds. Mix of a keyboard stroke and a synth tone. Cool. Aber jetzt immer noch keine 8. Der Computer. Wobei, der ist cool, der hat Solitär gespielt. Ich mag Solitär zwar nicht, aber ich kenne Leute, die das mögen. Okay. Es ist recht cool. Und hier Credits. David Redden ist der quasi Haupttyp, der auch die Mod damals gemacht hat. Und Kevin Brighting als der Erzähler. Er ist, glaube ich, Brite, habe ich gesehen. Ich schaue mir ja teilweise, bevor ich das Spiel wirklich let's playe, habe ich so eine Seite, wo quasi so wichtige Wörter für das Spiel stehen. Da mache ich immer diese Tags in der Videobeschreibung draus. Geil. Made you success by Wealth. Ich schaue mich hier noch ein bisschen um. Ich frage mich, ob das jetzt hier wirklich einfach zum Durchgehen ist. Die Office. Das mit dem Kopierer. Sehr cool. Greenlight.
Oh ja, genau, das Steam Greenlight, was mal jeder Entwickler geben muss, wenn er ein Spiel veröffentlichen will. Ah, und diese Fotos waren auf Greenlight. Na? Cool. Was, Warzone? Oh, das war früher mal ein Ende am Anfang der Entwicklung. Fighting Aliens, geil. Wage War against Inheritor, geil. Ja, aber das war dann zu... Selbst für die Entwickler ein bisschen zu plemplem. Na, außerdem wollten sie nicht andere Shooter irgendwie parodieren oder so. Das jetzt? Fragen an den Erzähler. Selection von E-Mails. Cool. Wer sich das durchlesen möchte, kann auch gerne auf Pause drücken und lesen. Verstehe jetzt nicht ganz, aber... Eher nicht. Cool. Diese Narrator-E-Mails. Telefone und so. Die Lounge. Ja, aber das ist jetzt ein bisschen anders im Hauptspiel. Oh, der Cargo-Lift in der Mod, glaube ich, oder? Ja, das schaut wirklich nicht so aus, als wäre da jetzt wirklich so ein Cargo-Store. Storage, aber... Cargo-Lift. Ja, hier wurde einiges verändert im Laufe der Entwicklung. Apartment-Timer. Okay. Mit dem Telefon. Ich habe ganz schön viel zu sehen. Hier, 30 Minuten haben wir schon, aber ich finde das gerade interessant. Was ist Sending? Naja. Sending. Schaut aus wie Portal. Schaut sehr aus wie Portal. Sending-Modell. Was ist denn das Sending? Vielleicht haben wir das noch gar nicht gesehen. Vielleicht ist es eines der 2 Enden, die wir noch nicht kennen. In dem nächsten Part dann. That only ended? Okay, ja, so im Menü restarten zu müssen, ist ein bisschen blöd. Der Room Elevator, geil. Freedom. Das ist das erste aus dem ersten Part, das Ende. Countdown Desk, ja, die sahen auch ein bisschen anders aus jetzt. Andere Version von Freedom Ending. Eine Uhr. Oh, das Boss Office in der Mod im finalen Spiel und... Ne, ich glaube, das war der Mod. Oh ne, so wurde das gebaut. Oder? Ja. Zuerst das. Schlussendlich das. Cool. Ich glaube, wir haben schon alles gesehen, oder? Noch nicht ganz. Untergrund. Oh. Ja, Escape und Mind Control war auch ein bisschen anders. Was ist das?
Oh Gott, das ist leise. Ich weiß gar nicht, ob ihr das hören könnt, aber im Hintergrund ganz leise hört man Outtakes. Gott, welcher miese Autowegfahrer versucht da vor meinem Fenster irgendeinen Scheiß zu machen, egal. Ich glaube, das war's. Ich glaube, wir haben da alles gesehen. Frage, restarten wir oder gehen wir zurück? Stanleys Office. So war der Anfang. Dann das, was schon sehr nah dem Original kommt. Zum Schluss, ja. Das ist kaum anders als das hier, aber der Tisch ist ein bisschen schmäler, glaube ich. Und die Drawers stehen anders. Game Design Mockup. Ah ja, genau, das ist da, wo wir dann das war letztes Mal im Game Ending. Oh, Exit. Cool. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Can you see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let... Okay, ist jetzt die Frage. Restarten wir oder lassen wir uns zerquetschen? Ich glaube, kommt das beim Restarten was passiert, deswegen lassen wir es zerquetschen. Okay. Passiert jetzt was oder muss ich tatsächlich durchstarten? 3, 2, 1. Fuck it. Neustart. Gut, dann haben wir, war's das für die Episode, die, obwohl ich heiser bin, du machst das ist schon wieder so seltsam, egal. Ja, wir haben noch eins, wir haben 2, wir haben nur noch 2 Enden übrig. Und überhaupt nur noch 2 Sachen, eines ist nicht mal ein Ende. Ja, da würde ich sagen, nächstes Mal, also morgen, ich hoffe, mir geht's dann stimmlich schon besser, weil ich möchte nicht die letzte Folge so moderieren wie diese hier, weil das ist schwul. Ja, beim nächsten Mal machen wir die letzten beiden Enden, beziehungsweise das letzte Ende und die Sache, die so ein bisschen eine kleine, wie diese Disco heute war, so ein kleines Easter Egg quasi, und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play the Stanley Parable. Bis dahin sage ich Tschüss, Leute.